Ja, da sind wir. Hat nicht ganz geklappt mit dem Wechsel gerade, aber ihr seht das auch einiges später, all dieweil das eine Verzögerung hat. Äh, oh, ich sehe gerade, die ist schon ziemlich heftig, die Verzögerung. Also wenn ihr was in den Chat schreibt, so werde ich es vielleicht direkt lesen können, aber ihr schreibt das viel später, als ich hier halt spreche. Okay, wir wollen hier ein bisschen was mit FreeCAD machen und da habe ich das FreeCAD hier offen. Da schalte ich jetzt erstmal um, dass das drehende Logo unten aufhört. So machen wir das und dann gehen wir in FreeCAD. So, FreeCAD habe ich jetzt, ich sag mal, man kann sich in FreeCAD das beliebig hier aufbauen, wie das hier so auszusehen hat. Und dann mache ich mal eine neue Datei. So, und jetzt ich habe das hier mit zwei Zeilen jetzt aufgebaut, also diese erste Zeile, diese zweite Zeile. Äh, Man kann das auch, wenn der Bildschirm groß genug ist, auf drei Zeilen hier ausbauen, diese beiden Symbolleisten hier. Das macht es dann etwas einfacher, Sachen schnell halt angreifen zu können. Zunächst mal eine wichtige Einstellung, die habe ich jetzt extra hier rausgenommen. Und zwar in FreeCAD. Ich bearbeite hier nur die 3D-Konstruktion. Das heißt mit dem Part Design und mit der Part Design Workbench und der Part Workbench. Und da ähm, werde ich jetzt zeigen, was man machen kann, damit man im Part Design Funktionen aus Part zugreifen kann, ohne jedes Mal hier hin und her schalten zu müssen. Das ist für euch, denke ich mal, auch eine wichtige Sache und das solltet ihr euch vielleicht mit anschauen. Ich sehe aber, der Stream auf dem Notebook, den ich hier sehe, der hat ungefähr eine Minute Verzögerung. Also ähm, das ist schon ein bisschen heftig. Also wenn ihr da was in den Chat schreibt, ich kann wirklich erst eine Minute später darauf antworten. So, was macht man, wenn man man möchte hier noch eine zusätzliche Symbolleiste anlegen? Was macht man da? Da geht man auf die Werkzeuge und hier auf Benutzer definiert. Und dann wechselt man hier auf Symbolleisten. Und wir sind hier im Part Design, das sieht man hier. Und da möchte ich eine neue Symbolleiste anlegen und die bekommt den Namen Part. Das T hat er jetzt nicht genommen. Okay, jetzt aber. So, das ist die Symbolleiste. Und jetzt kann ich dieser Symbolleiste hier äh, halt Einträge hinzufügen. Hier wählt man aus welchem Bereich man etwas hinzufügen will. Das hier ist alles aus Datei. Da wollen wir jetzt nichts raus hinzufügen. Und dann gibt es hier Teile Konstruktion, das ist Part Design, das heißt in Deutsch Teile Konstruktion. Ist auch nicht so besonders gut, die Workbench Part Design und das hier Teile Konstruktion zu nennen. Und hier, das ist Part und das nennt sich Formteil. Dann wechselt man hier, klickt man auf Formteil und bekommt jetzt hier verschiedene oder den ganzen Inhalt, was im Part-Modus so oder Part-Workbench so auszuwählen ist. Und da würde ich erstmal hier rüber nehmen die Boolsche Operation. Man kann jetzt hier auf den Pfeil klicken, also da selektieren und da draufklicken. Man kann aber, soweit ich weiß, auch einfach doppelklicken. Das war jetzt die Boolsche Operation. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir hier auch nicht. Die Geometrie überprüfen auf alle Fälle. Ne, Doppelklick klappt nicht. Also dann hier Geometrie überprüfen. Und man kann die gleiche dann auch noch sortieren. Den Schnitt bitte auch. So, dann gehen wir hier weiter. Kegel. Die Schnitte hier, ich glaube, die brauche ich auch schon mal. Die Differenz brauchen wir schon mal. So, dann haben wir hier Explode Compound. Das ist auch eine wichtige Sache. So, dann haben wir Extrudieren. Das wird immer mal benutzt. Die Vereinigung. So, dann gehen wir hier weiter. Da braucht man das meiste nicht von.
So, 3D-Versatz, das auf alle Fälle. Wenn man mit Curves arbeitet, muss man das schon mal nutzen. So, dann haben wir ganz wichtig Form aufbereiten, rüber in das Menü. Und dann gibt es garantiert noch eins, das habe ich jetzt noch nicht. Ist das Slice Apart? Ja, das ist es. Ich denke, das waren sie. Jetzt machen wir hier das Fenster ein bisschen größer. Höher vor allen Dingen. Und dann können wir die jetzt sortieren. Also die Boolschen, die möchte ich erstmal alle oben hin haben. Also können wir die so, der Schnitt, die Differenz noch vor dem Schnitt, die Vereinigung auch vor dem Schnitt ruhig. Viele machen die aber immer gerne danach. So, das war das. Das Form aufbereiten packe ich ganz ans Ende, damit ich das immer schön sichtbar habe, weil das braucht man ganz oft. So, jetzt haben wir hier erstmal die Boolschen Operation, die Geometrie überprüfen, die packe ich hier vor das Form aufbereiten. Dann haben wir hier das Slice Apart. Das wird ziemlich häufig benutzt, wenn man kompliziertere Sachen konstruiert. Das hier, das Extrudieren, das machen wir ruhig noch, ich sag mal sogar davor. Und den 3D-Versatz, den können wir so lassen. Jo, okay, dann haben wir das definiert und dann gehe ich hier auf Schließen und jetzt habe ich hier dieses Menü angelegt. Sie heißt ja nicht Menü, sondern das ist ja ein, wie heißt es nochmal? Das ist immer benutzerdefiniert, eine Symbolleiste. So, man kann ja immer hier das hier vorne so angreifen und dann kann man das bewegen. Warum das jetzt hier nicht geht, das weiß ich nicht. Gerade schauen, Boolsche Operation. Doch, das ist alles das, was ich gerade gemacht habe. Okay, egal, wir legen einfach los. Hier habe ich euch kurz gezeigt, wie man so eine Symbolleiste hier anzeigt. Die kann man auch in anderen ich sag mal, Workbenches ruhig verwenden, weil das macht auch in anderen Workbenches Sinn. Zum Beispiel, wenn man im Draft-Modus ist und man möchte da was extrudieren, dann kann man sich das auch dahin packen. Wir sind aber jetzt im Part-Design-Modus und ich wechsle mal hier aufs Modell und dann fangen wir an, etwas zu konstruieren. Im Part-Design-Modus kann man entweder mit dem Body anfangen, mit dem Körper, oder aber mit dem Sketch. Der Sketch, wenn ich den anklicke, macht er direkt ein Body auch auf. Also das ist, im Prinzip kann ich direkt den Sketch drücken und dann kann ich mir die Ebene aussuchen. Hier in dem Fall zum Beispiel die XY-Plane. Und das sieht man jetzt nicht direkt, wenn ich jetzt Schließen mache, sieht man, er hat auch einen Körper generiert. Benennen tut man etwas. Ich mache mal oben die Tastenkommandos an. Wenn ich das benennen möchte hier, dann drücke ich einfach F2 und dann kann ich hier einen Namen eintippen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, Zylinder. So soll das Ding heißen. Doppelklick auf den Sketch und dann bin ich wieder in diesem Sketch drin. Das soll ein Zylinder werden. Jetzt hat er mir wieder alles umsortiert. Ja, das ist mit dem Sketch schon mal nicht ganz einfach. Wichtig sind diese beiden Sachen hier. Das sind die ganzen Abhängigkeiten und das ist das, was ich zeichnen kann. Das soll eigentlich umgekehrt sein. Schieben wir das mal hier rüber. Oder ruhig hier. Ne, da wollte ich es nicht hinhaben. Dahin. So, wichtig ist immer, dass man, da muss ich jetzt wieder suchen, er hat das wieder alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Das ist ganz wichtig hier, dass man das hat. Und zwar, da kann man immer wieder den Sketch in die Standardansicht führen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das so drehe, dann kann ich auch in einer 3D-Ansicht des Sketches zeichnen. Und hier, da komme ich immer wieder dahin zurück.
Und was diese Funktion hier ist, die ist auch ganz wichtig, das sehen wir später. So, wir möchten Zylinder konstruieren. Zylinder ist eine Kreisform. Ziehen wir den Kreis hier auf und dann kann man den jetzt bemaßen. Und zwar hier, das kann man umstellen. Möchte ich einen Durchmesser oder einen Radius oder soll es automatisch? Das hier nutze ich eigentlich nie. Ich stelle entweder Radius oder Durchmesser ein und dann können wir den Zylinder anklicken und dann können wir hier eingeben, okay, der soll 100 mm Durchmesser haben, der Zylinder. Und dann können wir das schon wieder schließen und jetzt haben wir den hier so liegen. Man kann mit der rechten Maustaste das so bewegen. Wichtig ist bei FreeCAD ist ziemlich, ich sag mal, frei, was die Bewegung was man mit der Maus machen kann. Das sieht man daran, da muss ich mal gerade schauen, wo das ist, bei der Navigation. Da stelle ich das ganz gerne auf Blender ein, weil ich auch schon mal mit Blender arbeite, damit ich mich nicht so stark umgewöhnen muss. Da gibt es aber auch andere Einstellungen, die dann von AutoCAD oder sowas inspiriert sind. So, ich bewege also mit der Shift-Taste, kann ich das so hin und her schieben, mit der mittleren Maustaste. Mit der mittleren Maustaste wird es gedreht. Das Mausrädchen zoomt. Das macht es auch egal, welche Taste ich dazu drücke. Und mit der Steuerung-Taste kann ich auch zoomen, wenn ich dann einfach die Maus bewege. Also gibt es viele Wege für nach oben. So, jetzt soll dieser Sketch hier aufgepolstert werden. Das ist diese Funktion hier. Die nennt sich Aufpolsterung, wird im Englischen als Pad bezeichnet und dann wird das standardmäßig mit 10 mm halt aufgepolstert, also nach oben geführt und dann können wir hier einfach eintippen 50 und dann ist der Zylinder eben 50 mm hoch und hat halt einen Radius von 50 und einen Durchmesser von 100. So, erstes 3D-Objekt haben wir konstruiert. Dann, warum macht man sowas? Okay, man bastelt sich aus solchen Grundelementen eben hinterher das, was man wirklich zum Beispiel auf dem Drucker ausgeben möchte. Ich sage jetzt einfach mal hier, wir möchten ein Rohr machen. Da ist es eventuell gar nicht sinnvoll, hier einfach einen Zylinder zu machen, weil man will der ist ja ausgehöhlt. Also geht man her und zeichnet hier in diesen Zylinder einfach in diesen Kreis hier einfach einen weiteren Kreis ein. Und dieser Kreis, der kriegt jetzt wiederum einen Durchmesser. Und das machen wir hiermit. So, und dann kriegt der einen Durchmesser. Wir haben ja den einen 100 und der hat jetzt zum Beispiel 2 mm Wandstärke. Muss man sich überlegen, wie groß wird der Durchmesser. 2 mm links, 2 mm rechts sind 4. Also muss das 96 mm werden. Dann sind das hier genau 2 mm. So. Und schon haben wir aus diesem Zylinder hier ein Rohr gemacht. Jetzt will man zum Beispiel hier so ein gebogenes Rohr dran konstruieren. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel für den Beginnerstart, aber nur um zu inspirieren, was alles geht, machen wir das ruhig einmal. Das heißt, wie mache ich denn ein solches gebogenes Rohr? Im Prinzip, das Beste ist, ich nehme einen solchen Kreis hier und den bewege ich dann hier so nach da drüben so rund. Das nennt sich auch Rotationskörper. Dazu müssen wir auf dieser Ebene hier eine Zeichnung generieren. Genau dieselbe Zeichnung eigentlich wie unten. Und um eben etwas, hier unten ist die XY-Ebene, um etwas auf einer verschobenen Ebene zu machen, gibt es hier die sogenannten Bezugsebenen, auch halt Datum Plane genannt. Im Englischen. Man muss die englischen Begriffe sich schon einprägen, weil ab und zu ist FreeCAD nicht genügend übersetzt, dass schon mal Begriffe aus dem Englischen auftauchen und man sollte da nicht davon überrascht werden.
Äh, um das zu machen, wird erstmal hier, das ist immer wichtig, Origin, unter Origin liegen die Achsen und die Ebenen. Und wenn das so grau ist, dann wird das nicht dargestellt. Das kann man einfach darstellen lassen, indem man die Leertaste drückt und dann hat man diese Bezugsebenen, nicht diese Standardebenen angezeigt. Und dann kann man nun diese XY-Ebene hier selektieren und kann auf dieses Bezugsebene erstellen Symbol gehen. Und dann sieht man hier so eine gelbe, halbdurchsichtige Fläche, die genau da drauf liegt. Hier ist aber noch nicht wieder alles vorbei, sondern hier haben wir ein Menü, in dem man nun festlegen kann, was soll denn mit der Bezugsebene passieren. Und das ist hier, diese Richtung ist immer die Z-Ebene. Und da kann ich jetzt hier das nach oben klicken und dann sieht man, dass die Bezugsebene nach oben fährt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hatte ich den 20 oder 50? Ich glaube 50 hatte ich den hoch gemacht. So, und jetzt liegt die Bezugsebene genau da oben drauf. Das ist genau das, wo wir die hinhaben wollen und die soll ja nun gleich hier so rüber gedreht werden. Das heißt, die Datum Plane, wir können jetzt die Origins hier wieder ausblenden, einmal Leertaste, dann sind die weg. Und hier soll jetzt eine Zeichnung drauf. Jetzt kann ich hier gehen, da draufklicken und das alles nochmal konstruieren. Ich kann aber auch hergehen, diese Zeichnung hier nehmen, da einmal STRG und C drücken. Dann wählt man nun aus, was soll selektiert werden. Dazu wählt man hier einmal diesen Knopf da aus und deselektiert hier dieses XY-Plane. Und dann ist der Sketch nun auch alleine, der kopiert wird. Einmal OK drücken, dann STRG V, dann ist der Sketch hier unten. Den nehme ich jetzt und schiebe ihn in den Zylinder rein. Wobei der Begriff Zylinder ist ja schon wieder falsch. Daraus machen wir ein Rohr, weil das wird es ja hinterher werden. Und jetzt soll dieser Sketch auf diese Datum Plane. Das heißt, ich selektiere die Datum Plane. Das kann ich auch hier machen. Und dann wird diese Funktion ausgewählt. Die heißt Skizze einer Fläche zuordnen. So, dann fragt er, welchen Sketch, also welche Zeichnung. Und dann nehmen wir Sketch 001. Das ist die wir da gerade reingeschoben haben. Und okay, dann, das hat jetzt nicht geklappt. Dann machen wir es einmal, indem wir die Datum Plane hier anwählen. Ich glaube, so ist besser. Machen wir nochmal Sketch 1. Und da sieht man, das hat funktioniert. Also immer am besten hier selektieren und nicht in der Zeichnung. Flatface aktuell empfohlen. Das ist immer gut, wenn das da steht. Und dann ist dieser Sketch, wenn ich den jetzt hier sichtbar mache, sieht man, der liegt da oben drauf. Das ist schon mal die halbe Miete. Und jetzt muss man sich überlegen, das Rohr, das soll jetzt hier so rüber. Und das soll ja auch ein bisschen hier innen Radius haben und da einen Radius. Okay, das Ding ist ja 100 mm im Durchmesser. Jetzt muss man sich überlegen, was nimmt man denn für die Drehachse? Okay, da kann man jetzt entweder so eine Achse hier konstruieren, bin am Überlegen, oder aber die Drehachse liegt ja irgendwie hier. Die müsste ich eigentlich sogar hier in diese Zeichnung reinsetzen können. Und das geht. Das heißt, ich wechsle jetzt hier mit diesem Kommando um. Dann werden diese hier blau. Dann kann ich jetzt hier eine solche Linie konstruieren und die ist blau. Blau heißt, das ist eine sogenannte Hilfskonstruktion oder es wird hier benannt als doch die Hilfsgeometrie. Okay. Und jetzt können wir dennoch ein Maß geben, Abstand von dort. Das machen wir dann mit dieser Funktion hier und das wird 100 mm Abstand. Das heißt, dass wir da wirklich gut sichtbar auch das Rohr rumdrehen und keine, ich sag mal, nicht so druckenden Geometrien erzeugen. So, jetzt kann ich das hier schließen und jetzt muss dieser Sketch hier
zu einer, der muss halt gedreht werden. Also mit die Funktion dazu müssen wir uns gerade mal hier raussuchen, welche das ist. Das ist Drehteil. So, das sind die produzierenden Funktionen. Das hier sind welche, die abziehen. Mit denen haben wir im Moment noch gar nichts zu tun. Und dann nehme ich hier das Drehteil, wähle das aus und dann passiert erstmal nichts. Sieht nicht gut aus. Warum? Weil wir erstmal festlegen müssen, um welche Achse wir drehen wollen. Das ist hier die Konstruktionslinie 1. Dann sollte eigentlich schon was passieren. Umgekehrt. Ja, das ist schon mal gut. Und dann gehen wir hier auf 90 Grad. Stellen wir das nochmal um. Warum machst du das nicht? Ja, es ist nicht so doll. Gucken wir uns das mal an. Warum könnte das der Fall sein? Wenn sowas nicht funktioniert, dann liegt das meist daran, dass die Zeichnung hier vielleicht nicht vernünftig hier auf dieser Kante liegt. Das heißt, ich könnte jetzt auch das selektieren. Machen wir nochmal die Funktion und wir setzen den Sketch 2 genau da drauf. So, die Datum Plane machen wir unsichtbar. Mal gucken, ob es das der Grund war. Das wäre jetzt keine dolle Sache. Also nicht wirklich angenehm, sagen wir es so. Wir machen nochmal das Drehteil und um die Konstruktionslinie 1 90 Grad. Das habe ich alles schon mal gesehen, dass es funktioniert hat. Okay, was machen wir? Ich ändere mal den Sketch hier ab. Wir machen mal den inneren Sketch hier zu einer Hilfskonstruktion. Das machen wir, indem wir einfach hier draufklicken. Dann wird er blau. Und dann ist das gefüllt. Was haben wir denn da? Okay, das ist wirklich jetzt nicht das, was ich wollte. Komm, machen wir Schritt zurück. So, dann gibt es hier die Funktion, da muss ich gucken, wo ist die einpassen. Das ist hier und dann haben wir wieder alles sichtbar. Ja, da bin ich jetzt natürlich nicht so doll begeistert. Normal sollte das funktionieren. Machen wir mal die Zeichnung direkt hier drauf. Also ich konstruiere hier einen neuen Sketch drauf und da mache ich wiederum einen Kreis. So, der kriegt ein Maß von 100. 1100 reichen völlig. So, und der kriegt hier das Maß von 96. Und dann machen wir als Hilfskonstruktion da rein die Drehachse. Ich denke mal, dass die 100 mm hier zu weit gefasst waren. Machen wir nochmal das Maß hier rein
Und dann nehmen wir jetzt mal 50. Ja, das wäre eben nicht richtig. Machen wir mal 70. Gucken. Schließen das. So, dann machen wir hier raus einen Drehkörper. Ist aber genau dasselbe. Konstruktionslinie 1. Das müsste jetzt schon was Vernünftiges ergeben. Tut es aber nicht. Ich vermute mal fast, dass die Version 20, die ich hier habe, damit ein Problem hat. Okay, machen wir weiter. Lassen wir das weg. Wie mache ich denn jetzt weiter? Okay, machen wir neuen Start. Ich nehme den auch hier raus, so wie ich das letztlich auch mal angefangen hatte. Also wir haben hier den Sketch und was geht in FreeCAD und was geht nicht. Jetzt mal das außen vor genommen, was gerade passiert ist. Also ich kann jetzt nicht so einfach hier rein weitere Kreise zeichnen oder irgendwelche Objekte. Das heißt, wenn ich jetzt den Sketch aufmache und ich wechsle hier das auf aktive Geometrie und zeichne jetzt hier noch 4 Kreise rein. Und nur um zu zeigen, was so geht, man kann die einfach so selektieren und dann kann man hier auf das Gleichheitszeichen drücken, das ist nicht das, sondern das hier. Und dann haben die jetzt den gleichen Radius bzw. Durchmesser. Dann kann man hier 2 selektieren, dahin klicken und dann die Taste S drücken oder hier auf dieses Symbol Symmetrie. Dann sind die jetzt parallel zueinander und dann kann man das hier mit denen auch machen. Dazu. Und dann macht man das auch noch mit 2 von denen. Dazu. Jetzt sind die wunderbar symmetrisch. Und jetzt brauche ich nur noch einmal ein Maß anzugeben. Das sind zum Beispiel 35 mm. Und dann machen wir das Maß hier noch. Das sind jetzt auch 35 mm. Und dann ist das hier fixiert. Das Einzige, was jetzt noch nicht fixiert ist, ist der Durchmesser. Und da braucht man jetzt nur 1 bemaßen. Durchmesser, das sind jetzt 15 mm. So, wenn das so grün ist, heißt das, die ganze Zeichnung ist völlig eingeschränkt. Das heißt, man kann es gibt keine freien, muss also kann nichts mehr geändert werden. Ich kann hier anpacken, wo ich will, nichts mehr ändert sich. So, machen wir schließen und jetzt klappt das nicht mehr mit dem, wenn ich jetzt hier eine Aufpolsterung mache, dann wird nichts dargestellt. Der Grund ist, weil das würde hier einmal außen das Rohr geben und innen diese sind eigene Objekte und ein solcher Körper kann eben nur ein zusammenhängender Körper sein und nicht aus mehreren Körpern bestehen. Machen wir das jetzt, ändern wir das ab. Ich mache kein Rohr mehr. Das hier machen wir einfach, wir löschen es. Oder aber ich mache es hier jetzt blau zu einer Hilfskonstruktion. Wenn ich jetzt aufpolstere, dann sehe ich das und das ist jetzt so eine Scheibe mit diesen Löchern. So, jetzt können wir das ein bisschen höher machen. Da machen wir jetzt mal 100 mm hoch. So, das ist jetzt dieses Teil mit diesen Löchern drin. Und dieses Teil möchte ich jetzt hier so mitten durchschneiden und will das obere und das untere Teil erhalten. Und das geht im Part Design so ohne weiteres nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen neuen Körper generiere und dem sage ich jetzt, okay, du bist nicht auf der XY-Ebene, du musst ein bisschen höher sein. Also gehen wir hier, lassen das darstellen. Wir können den hier auch ausblenden. Jetzt selektieren wir die XY-Ebene, machen da wieder eine solche Bezugsebene und die wird jetzt wieder nach oben geschoben, um die in Z-Richtung, sag mal 20 mm. Können wir das ruhig wieder aktivieren und die hier ausblenden. Wobei so ganz dolle ist das nicht, wenn der an ist. Also hierauf wird jetzt eine neue Geometrie gezeichnet. Und zwar wieder ein Sketch.
Und bevor ich da anfange, mache ich jetzt den wieder an und gehe auf den Sketch. Und dann kann ich jetzt hier reinzeichnen. Wenn ich jetzt hier zeichne, zum Beispiel hier was, dann sehe ich da nur an den Löchern hier, was ich zeichne, da sehe ich nichts. Das ist so nicht zielführend. Also brechen wir die Funktion ab. Ich mache mal gerade die Datum Plane unsichtbar, die stört auch ein bisschen. Wir gehen wieder in den Sketch rein. Wenn ich sehen möchte, was ich zeichne, und das ist innerhalb einer Geometrie, dafür gibt es diesen Knopf hier und der schaltet dann um. Das sieht man hier sogar, dass er eben den Körper nicht nach oben weiterführt. Und ich kann hier drin trotzdem zeichnen. Und mit der Funktion kann ich dann immer wieder das in die Standardansicht holen. Jetzt soll das hier ein Rechteck werden, sag mal so. So, das soll ruhig auch symmetrisch sein. Da mache ich jetzt, das mache ich ganz gerne, Symmetrie, den und den Punkt, und dann wählt man eigentlich einfach diesen Punkt aus und wählt auch S oder diese Funktion. Und dann ist das auch schon in alle Richtungen symmetrisch geworden. Dann kann man hier jetzt bemaßen. Das sind, sagen wir mal, 130 mm. Das hier sind 200 mm. Völlig eingeschränkt. So, die liegt jetzt hier. Und jetzt soll die eine gewisse Höhe bekommen, dieser Sketch. Das heißt so eine Aufpolsterung. Und dann machen wir jetzt 60. So, das heißt, jetzt soll aus diesem Teil hier mitten das rausgetrennt werden und ich soll zwei Objekte erhalten. Es gibt, das können wir jetzt mal benennen als Schnitt, es gibt in FreeCAD die sogenannte im Part-Design-Modus eine boolsche Verknüpfung. Das ist diese hier. Nicht die, die ich hier eingefügt habe, sondern diese. Das sieht man daran, dass da unten Part Design Boolean steht. Und da kann man nun einfach das Rohr selektieren, dann den Schnitt. Dann geht man hier auf diese Funktion Boolean. Ne, so einfach geht es nicht. Moment. Also man wählt den ab, aus dem man was austrennen möchte oder was man das erste Objekt wählt hier. Und jetzt kann man hergehen und kann einen Körper hinzufügen. Irgendwas war falsch. Ja, ich weiß auch was. Einmal zurück. Einmal zurück. So. Und zwar der Schnitt ist schwarz. Das darf er nicht. Das Rohr muss schwarz werden. Also Doppelklick auf das Rohr, dass es schwarz ist. Und dann diese Funktion auswählen, dann Körper hinzufügen, den selektieren und dann sieht man schon hier, bei einer Vereinigung klappt das auch. Jetzt kann ich hier aber wählen, soll es ein Schnitt werden, Schnitt klappt auch, soll es eine Differenz werden und das klappt nicht. Warum nicht? Es würden zwei Körper entstehen. Wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, das zu machen, indem man das Rohr mit dieser Funktion Form aufbereiten, das ist die, die ich vorhin aus dem Part-Modus dahin geholt habe. Das heißt, hier beim Part habe ich dann unter Formteil, unter Kopie erstellen, hier Form aufbereiten. Und dann kriege ich hier ein solches 3D-Objekt da rein und das Rohr selbst, das wird unsichtbar geschaltet. Das mache ich mit dem Schnitt genauso. Und jetzt sind die unsichtbar und ich habe hier diese beiden. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, das Rohr und der Schnitt. Und dann wähle ich aber, da gehen wir wieder in den Part-Design-Modus, hier meine da rein kopierten Funktionen aus der Part-Workbench. Da haben wir einmal Differenz. Und das ist in dem Fall die richtige. Ich will ja das raustrennen. Die Differenz und dann haben wir zwei Objekte. So, das ist aber hier 1. Aus dem kann ich dann auch wieder über Form aufbereiten ein neues machen. In der Part Workbench ist es nicht unmöglich, das
an einem Objekt zwei einzelne Körper dranhängen. Das stört nicht. Aber ich kann jetzt hieraus nicht wieder ein Part-Design-Objekt machen, weil dann wären es wieder zwei. Also muss ich das trennen. Dafür gibt es die Funktion, die habe ich auch vorhin hier reingeholt, das ist das Slice Apart. Nee, das ist es nicht. Verbundteile extrahieren ist es. So. Und dann wird der unsichtbar. Und jetzt habe ich hier diesen Exploded Cut. Und dann kann man den hier so aufmachen. Und dann habe ich da die beiden Teile. Die kann ich jetzt einfach auch hier mit der Funktion zu wiederum solchen Einzelkörpern machen. Jetzt kann ich diesen Körper hier auswählen. Einfach im Part-Design-Modus auf den Body gehen. Und dann kann ich da jetzt weiter konstruieren. Wiederum hier, Sketch da drauf. Da machen wir jetzt hier ein Rechteck rein. So, das wird wieder symmetrisch. Die beiden werden gleich von der Länge. Dann machen wir das Maß hier 15. Schließen und dann kann ich das jetzt aufpolstern und habe da also so ein Teil drauf gesetzt. 50 mm hoch und fertig. Und genauso kann ich mit diesem Cut das auch machen. So eine Sache funktioniert mit allen möglichen Körpern. Aber wie gesagt, es gibt Fehler im Programm. Es ist eben ein Open Source Programm und da muss man damit leben, dass es auch Fehler gibt. So, jetzt es sind ein paar Leute drin. Ich sehe ein paar Kommentare, aber ich sehe halt nicht, was ich jetzt weiter machen kann. Da muss ich mir halt was überlegen. Das hat mich jetzt hier schon ein bisschen angenervt, dass das eben nicht so funktioniert hat. Weil so ein Rohr, so ein gebogenes Rohr ist eine tolle Sache. Ich will jetzt aber auch nicht eine neue Version installieren, um dann zu gucken, ob es da geht. Dafür ist ein Live-Chat oder ein Live-Stream nicht so doll geeignet. Ja, Vorschläge, was wir machen sollen. Wie gesagt, ungefähr eine Minute ist die Verzögerung. So lange passiert dann hier nichts. Ist auch nicht so dolle. Jo. Ich bin da mal am Schauen. Okay, Gewinde ist vielleicht für einen Beginner am Anfang das Falsche. Aber wir können mal anfangen, so einen Makers Cube zu versuchen. Das heißt, ich mache eine neue Datei. Also die alte ist jetzt nicht weg. Und hier, da fangen wir an, einen Würfel zu konstruieren. Das machen wir, indem wir einen Sketch machen. Und der Sketch, das wird ein Rechteck. Der wird symmetrisch halt zu diesem Punkt. Die sind gleich. Das heißt, da brauchen wir E zu drücken. Das ist dasselbe, als wenn ich hier das Gleichzeichen drücke. Dann können wir das bemaßen. Und das wird 100 mm. So, das ist jetzt für den Würfel. Und wir schließen das Ganze. Das wird jetzt eine Aufpolsterung. Und da macht man die symmetrisch zu einer Ebene, weil der soll schön zentrisch in der Zeichnung sitzen. Und wird auch 100 mm hoch und dann ist das ein Würfel. So, jetzt soll dieser Würfel, da sollen jetzt hier so Teile reingefräst werden. Da brauchen wir dann Zeichnung und Maße. Ich mache das jetzt hier erstmal nicht parametrisch. Man kann das Ganze auch parametrisch machen, aber das wäre jetzt ein bisschen übertrieben für den Start. So, wir fangen einfach hier auf dieser Seite an, erzeugen einen Sketch und der kriegt einen Zylinder, einen Kreis und dieser Kreis kriegt ein Maß und zwar einen Durchmesser und den machen wir jetzt 90 mm. Der muss natürlich kleiner sein als die 100 mm und der soll da reingefräst werden und dann
wählen wir jetzt auch, wie weit soll das reingefräst werden. Fräsen ist diese Funktion hier, die nennt sich Tasche. Und dann geht er da rein und dann sagen wir hier 5 mm, da machen wir einfach auch mal die 10 raus. So, ist jetzt da rein gefräst. Und jetzt kann man hier weitermachen. Da soll wieder eine Zeichnung drauf. Da muss ich jetzt nicht mit Zeichnung kopieren arbeiten, weil die sind so schnell erstellt. So, dann haben wir das hier. Das gibt ein Maß von 80 mm. Na, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. 60 ist zu viel, also zu klein in dem Fall. Dann machen wir mal 80, dann machen wir 75. Jo, das sieht gut aus. Und den fräse ich jetzt wiederum da mit dieser Funktion hier 10 mm rein. Und dann kommt der nächste Kreis. Das heißt wieder ein Sketch. Und so, der kriegt auch ein Maß. Und zwar, das war ja 90, 75. 75, dann müsste das eigentlich 50 sein. Nee, das ist es aber nicht. 60. Was habe ich denn jetzt hier für ein Maß genommen? Man kann jetzt immer wieder hier rein, das hier so öffnen. Und dann sieht man hier den Sketch. Da kann man reingucken. Was haben wir für ein Maß? 75. So, 90, 75, 15. Genau, das sind nur 15. Dann ist das mit den 50 genau richtig. Dann wird der auch da reingefräst. Hier mit dieser Funktion. 10 mm. Und machen wir noch einen. So, dann haben wir hier nochmal einen Kreis. Wieder. So. Wenn ich da auf die Mitte fahre, dann nimmt er automatisch diesen Mittelpunkt. Das ist dann wunderschön, wenn man das so machen kann. So, dann haben wir hier 50 minus 15 sind 35. Ne, Quatsch. Doch. Das sind aber Durchmesser. Egal, sei es drum. So, dann machen wir den auch hier reingefräst und wieder 10. So, jetzt muss man schauen, ob die Maße, die man da gewählt hat, ob die vernünftig waren oder nicht. Ich habe jetzt hier ganz viele Zeichnungen. Wenn wir das hier so aufklicken, haben wir hier 1, 2, 3, 4 Zeichnungen. Die kopiere ich mir jetzt. Die erste, Steuerung C, den weg, dass nur das so grau ist und OK und Steuerung V. Dann die nächste, Steuerung C, dann hier auch das Pad hier wegmachen, OK und Steuerung V. Die nächste, Steuerung C, auch hier wieder das wegmachen, das Pad weg, dass nur das grau ist, Steuerung V. Und die letzte Zeichnung ist diese hier, Steuerung C. Hier das anklicken, die Pocket in dem Fall wegmachen. Das ist auch immer eine Pocket, nicht ein Pad. Okay, und Steuerung V. Jetzt habe ich hier diese Zeichnung, die kann ich jetzt alle hier so reinziehen. Dann liegen die hier. Jetzt kann ich die nacheinander auf die richtigen Ebenen legen. Das heißt, diese hier, die möchte ich darauf haben. Also hier wählen wir diese Funktion, Skizze einer Fläche zuordnen. Welche Skizze? Sketch 005. Das ist der. Okay. Flatface. Okay. Und können wir den hätte ich gar nicht kopieren müssen. Der ist Blödsinn. Okay, den können wir rauslöschen. So, den müssen wir da raussetzen. Ich habe nur 2, 3 und einen habe ich vergessen. Wen habe ich denn hier vergessen? Den hier. Okay, Steuerung C und so,
Okay, Steuerung V. Der muss jetzt auch noch hier reingezogen werden. Also haben wir hier 6, 7, 8 und 9. So, jetzt können wir nochmal anfangen. Wir machen das wieder sichtbar. Hier, das wird halt genutzt und gucken, läuft das Ding noch? Jo, das läuft noch. So, dann haben wir die Funktion hier, den Sketch Nummer 006, der soll bitte da drauf gelegt werden. Jetzt können wir den, und das ist auch der richtige. So, den nehmen wir, machen Pocket 10, lassen den hier reinfräsen. Man sieht hier schon, der fräst da so mit rein. Das muss auch so sein. Und wenn das zu stark ist, dann fällt das hinterher auseinander. Dann kann es nicht gemacht werden. Dann muss man die Maße halt anpassen. Deswegen ist das auch ganz gut, sowas parametrisch zu machen. So, jetzt haben wir hier, da soll jetzt Sketch 007 drauf. Also wieder diese Funktion. Sketch 007. Okay. Okay. Und dann haben wir den Sketch 07, da machen wir jetzt auch wieder so eine Bohrung mit und auch mit 10. Da sieht man, der fällt nicht auseinander, das ist schon mal gut. So, dann haben wir den Sketch 008, der kommt hier drauf. Wir wählen den aus, Sketch 008, okay, Flatface, Sketch 008 und reinfräsen lassen, 10 mm. Okay, noch fällt er nicht auseinander, aber da ist er kurz davor. Das wird so nicht funktionieren, weil es müssen hier, da müssen so Verbindungen noch sein, sonst klappt das nicht. Also ist die Tiefe 10 mm zu stark. Das heißt, man geht jetzt her und dann machen wir hier eine 8 raus. Da eine 8 raus. Da auch eine 8 raus. Und hier aus der Pocket auch eine 8. Und das machen wir jetzt hier mit diesen Pockets genauso. Eine 8. Eine 8. Eine 8. Und das war die letzte. Und jetzt sieht man, so klappt das. Okay, wir haben aber noch einen Kreis. Und zwar Sketch 009. Müssen wir schauen, ob der denn noch funktioniert. Das heißt, der wird hier nun draufgelegt mit dieser Funktion. Sketch 009. Okay. Und aus dem, das wird jetzt auch reingefräst und da auch die 8 mm. Schauen wir uns das mal an. Ja, die sind alle schön zusammenhängend. Okay, so funktioniert das. Wir haben die Sketche immer noch in der Zwischenablage. Ich wähle jetzt trotzdem die nochmal neu aus hier. Mal gucken, ob das so geht. Bei denen habe ich ja vorhin zu viel kopiert. So, da möchte ich den weg haben. An dem möchte ich den weg haben. Nee. Da machen wir mal schön abbrechen. Machen wir es einzeln. Steuerung C. Steuerung C. Da machen wir auch hier die Pocket weg. Steuerung C. An das Sketch 3 auch die Pocket weg. Und an den kopieren wir auch. Steuerung C. Und die Pocket weg. So, jetzt einmal Steuerung V. Dann haben wir. Oh, die hätte ich ja. Mist. Okay, ich versuche es nochmal, ob wir es mit den komplett hinbekommen. Steuerung C. Gucken. Pad weg. Pocket weg. So, da haben wir den 2. Pad weg. Pocket weg.
Pad weg. Ich glaube, jetzt habe ich's. Aber hier ist noch eine Pocket. Die Fläche weg. Der Sketch auf alle Fälle komplett weg. Das Pad weg. Versuchen wir es mal. Okay. Steuerung V. Jetzt muss man gucken, es sind wirklich nur Sketche unten hingekommen. Also besser wäre es wirklich gewesen, die einzeln rüber zu holen, wie wir es am Anfang auch gemacht haben. So, jetzt haben wir die aber weiterhin in der Zwischenablage. Brauchen das nicht nochmal zu machen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach das da reinschieben und dann können wir jetzt das hier drauf packen. Das heißt, genauso hier Sketch Nummer 10. Der liegt jetzt da drauf. Reinfräsen, 8 mm. Und der nächste, das heißt, darauf wird auch der nächste Sketch, das ist dann der Nummer 11. Und Sketch 11 wird da reingefräst mit 8 mm. Dann haben wir den nächsten, das ist Sketch 12. Der kommt auch hier hin. Also Sketch Nummer 12 wird da drauf gesetzt und nun da reingefräst mit 8 mm. Und dann der letzte der Mohikaner für diese Fläche hier. Du bitte da drauf Sketch Nummer 13 und Sketch 13. Du wirst auch da reingefräst und zwar auch mit 8 mm. So, jetzt sieht man hier schon, warum man das Teil so gerne konstruiert, weil das so nette Figuren gibt. Ich habe das Teil mal irgendwann, das erste Mal konstruiert, da kam da ein Kommentar von jemand. Das ist auch ganz einfach, was brauchst du da so lang für? Das braucht so lang. Also da, jetzt brauchen wir einfach Steuerung V drücken und dann können wir hier die Zeichnung jetzt da drauf legen. Das heißt, da kommt jetzt Sketch Nummer 14 drauf. Sketch 14 reinfräsen. Ich habe vergessen, die Sketche hier reinzuziehen. Das heißt, die müssen in den Körper gezogen werden und dann kann ich die auch verwenden. Das heißt, jetzt sollte das funktionieren. Den fräse ich da rein und mit 8 mm. Dann haben wir den nächsten, du Sketch 15, ne? Ja, 15 Flatface, 15 reinfräsen und dann haben wir hier wieder die 8 mm. So, dann kommt der nächste rein, Sketch 16, okay, Sketch 16 wird da reingefräst mit 8 mm und dann haben wir noch den letzten hier für diese Seite, der wird auch hier drauf gelegt, Sketch 17, okay und Sketch 17, eine Tasche, nicht fräsen, aber egal, ich nenne es fräsen. So, jetzt haben wir hier schon, jetzt haben wir noch 2 übrig. Das heißt, einmal Steuerung V, die 4 Zeichnungen nehmen, in den Körper rein und dann können wir hier weitermachen. Da wieder Sketch 18, Flatface, so Sketch 18 wird reingefräst mit 8 mm. So, dann hier wieder Sketch Nummer 19. So, Sketch 19 reinfräsen mit 8 mm. Und dann Sketch 20.
20, der wird da reingefräst mit 8 mm. Und dann haben wir den letzten hier, der wird hier drauf gelegt mit dieser Funktion Sketch Nummer 21 und OK an die Flatface und selektieren, reinfräsen, 8 mm. So, jetzt haben wir fast alle bis auf den und da machen wir nochmal STRG V, ziehen diese 4 Zeichnungen wieder hier in den Body rein und dann machen wir hier weiter noch die letzten 4. Das heißt, du bitte Sketch Nummer 22. Okay. So, dann können wir den Sketch 22 da nun reinfräsen lassen mit 8 mm. So, dann nächster auf den, du Sketch 23, ne? Ja, 23, okay, und 23 Fräs rein mit 8 mm und dann wird der Sketch 24 da drauf gelegt, 24, okay, und dann Sketch 24 auch da reingefräst mit 8 mm und der letzte, die Zeichnung da drauf, wieder diese Funktion, Sketch Nummer 25, okay, Flatface, und dann brauchen wir den nur noch zu nehmen und dann machen wir hier auch 8 mm. So, und dann ist der Makers Cube produziert. Wichtig ist, dass hier eben die Verbindung bestehen bleibt, sonst wird das mehrere Körper und dann ist das nicht zu fräsen, nicht zu drucken und natürlich macht FreeCAD auch dann Malessen. Und ich habe das schon mehrfach gezeigt, wie man sowas parametrisch macht, dass man jetzt diese ganzen Abstände und Durchmesser, dass man die einfach in der Tabelle hat und dann kann man die ändern und kann die verschiedenen Arten von Würfeln produzieren. Druckbar ist sowas sehr gut und zwar nicht etwa so, was haben wir wieder, wo war die Funktion hier, so, nicht so, also jetzt liegend auf dem Brett, dann müsste er da unten alles mit Support voll baggern und das sieht dann ganz schrecklich aus. Nein, man nutzt den am besten, indem man den so senkrecht hier auf dieser Kante druckt und dann lässt sich das ohne Support drucken. Muss man hinterher nur so ein paar Oberflächen vielleicht ein bisschen nacharbeiten mit dem Messerchen und das kommt schon ganz gut. Ich habe auch so ein Objekt bei Thingiverse, das ist der sogenannte Tutorials Cube. Da steht dann unten noch mein Name drauf und der ist auch schon mehrfach runtergeladen worden. So, dieses Drehen auf die Kante, das ist gar nicht so trivial. Man kann in FreeCAD solche Körper, wir sind ja jetzt hier in dieser Ansicht und jetzt soll das ja hier drauf gedreht werden. Das heißt, ich kann jetzt einfach hierher gehen und kann dort, wie war das nochmal, rechte Maustaste transformieren wählen. Und jetzt kann ich hier an diesem grünen Ball drehen und kann das hier so drehen und der macht das in 15 Grad Schritten. Okay, jetzt ist er schon mal da. So würde ich den vielleicht auch drucken können, wenn ich da jetzt noch was drunter mache, wo der drauf stehen kann. Aber schöner ist der natürlich, wenn er jetzt hier so auf so einer Kante steht. Das heißt, jetzt müsste ich den ja irgendwie so drehen, dass diese Kante da hinkommt. Und das ist jetzt so. Okay, schauen wir uns das mal an. Das ist jetzt eben die Frage, möchte man den so? Nee, eigentlich nicht. Jetzt dreht man hier mit. Guckt man sich den so an. Ja, eigentlich ist es da doch nicht so richtig. So. Also, da kommt... Oh, sorry, das war nämlich ans Mikrofon gekommen. Das kann ich jetzt natürlich nicht rauslöschen. Dann kann man hier eventuell auf, ich sage jetzt einfach mal 1 Grad das einstellen. Machen wir nochmal.
transformieren auf 1 Grad. Dann kann man hier das so ein bisschen feinfühliger drehen. Muss man schauen. Ja, so sollte es möglich sein. Dann nehmen wir das so hin und dann kann man jetzt hier drunter noch, muss man mal schauen, die Aufsicht, das ist die hier. Ist das wirklich die Aufsicht? Dann wäre das jetzt nicht gut. Das habe ich doch dann falsch gedreht. Gucken wir uns das mal an. Ne, das ist nicht so dolle. Transformieren. Gucken wir uns den mal von der Seite an. Die Ansicht. Okay, versuchen wir es auf diese Art einmal. Ich beende das hier. Schauen wir den jetzt von der Seite an. Jetzt will ich hier so einen Körper drunter machen. Das heißt, ich mache den erstmal so klein und dann machen wir hier einen neuen Körper. Und da machen wir erstmal eine Datum Plane. Und zwar auf diese hier. Habe ich die jetzt selektiert? Jetzt ist sie selektiert. Eine Datum Plane. Die schiebe ich jetzt erstmal nach unten. Und zwar in Z-Richtung. Dann kann man auch hier draufklicken und dann fährt er so nach unten. Und dann muss man die jetzt so legen, dass sie möglichst im Körper drin liegt. Und so weit, wie man es wagt, eben, dass es beim Druck dann eine Stabilität gibt. Ja, das sollte funktionieren, so wie es jetzt ist. Und dann können wir die unsichtbar machen. Darauf zeichnen wir jetzt machen wir eine Zeichnung. So, dann gehen wir wieder hierher auf diesen Knopf. Da sieht man jetzt genau das, was da von dem Würfel unten noch steht. Und dann machen wir hier ein Rechteck. Das kann ruhig symmetrisch hierzu sein und auch gleich groß. Und das Maß, das wird jetzt 50 mm. Schließen wir, gucken wir uns das an. Es ist viel zu schmal für diesen großen Würfel. Das machen wir 150 mm. Mal gucken. Jo, das ist schon besser. Dann wird das eine Aufpolsterung. Nicht nach oben, sondern nach unten. Also umgekehrt. So, guckt er dann nach unten raus? Nö. So können wir das machen. Und dann können wir das jetzt abrunden. Das heißt, ich runde das an diesen Kanten hier ab. Die muss man selektieren mit der Steuerung-Taste, wenn man alle haben möchte. Dann wird, okay, das wird jetzt die Abrundenfunktion genutzt hier. Und dann kann man hier das Maß hochfahren. So zum Beispiel. Und dann haben wir halt die Skulptur fertig, den Makers Cube, und der ist so wirklich druckbar. Das heißt, wenn ich jetzt Cura starte, ich starte da die Cura 4.13.1, weil die 5er, die macht bei mir mal Lesson. So, dann können wir hier das wieder, können jetzt die beiden vereinigen. Das können wir hier in dem Fall wirklich hier in der
im Boolean, mit der Part Design Boolean machen. Das heißt, der ist schwarz hier, das ist richtig. Das heißt, wir selektieren den, dann wird hier auf diese Funktion geklickt, dann Körper hinzufügen, du bitte, und dann einmal OK drücken. Und dann haben wir hier einen Körper, der beide halt zusammen vereint. Und den können wir jetzt exportieren als, ich nehme da ganz gerne STL Mesh, so, wo packen wir das drin? Ruhig nach Tutorius 00000.stl. Die habe ich schon mal gehabt. 00000 ABCDE. So, die gibt es nicht. So, dann gehen wir in das Cura rein. Klappt das nicht, Cura? Ach, das ist auch dadurch, dass mein Linux halt seine ganzen Einstellungen verloren hatte. Und das heißt, ich habe jetzt meinen ganzen Drucker nicht in Cura drin. Ach, das ist doch, da kommt Freude auf. Dann lassen wir Cura für heute. Das muss ich mal wieder einrichten. Und ich sage einfach mal, das ist jetzt hier Stunde und 6 bin ich am Zeichnen FreeCAD. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Tschüss!